Das ist der teuerste Polar aller Zeiten, der 680 Polar Customized. Und du sagst volle Hütte, oder? Ja, volle Hütte, aber teuerster Polar aller Zeiten. Nein, nicht ganz. Er geht ja noch größer und dann wäre der ja noch teurer. Es ist der teuerste Polar aller Zeiten auf der Düsseldorf-Messe, ja. Jetzt hast du mir gerade die Anmod versaut. Ja? Ich hätte jetzt gesagt, der teuerste, der beste, der schönste. Der schönste. Ja, ist er ja auch. Ja. Er redet weiter. Hört nicht auf mich, hört auf den Sven. Genau, also der teuerste Polar aller Zeiten. Polar Customized, exklusiver Caravan. Das heißt also, was unterscheidet den jetzt außer die schwarzen Streifen statt dem blauen? Ja, der hat halt Lederpolster, der hat halt Glattblech, der hat halt eine Klimaanlage auf dem Dach. Und alles sind exklusiv, Hochglanzmöbeln, also Luxus pur. Ja, dazu passen die Shenandoah. Hallo. Hallo. Ich komme gleich nochmal zu dir. Wir sind ein bisschen albern natürlich mit Janosch, das dürfen wir auch. Denn ich sag mal, in Königswinter geht alles ein bisschen lustiger zu. Wir hatten viel Spaß beim letzten Dreh. Ja, wir sind ja auch Rheinländer und Rheinländer müssen auch den Spaß bei der Arbeit nicht vergessen, sonst wird man noch zu ernst. So, das Ganze normalerweise ist Hammerschlag, oder? An der Seite? Normalerweise jetzt mittlerweile im Modelljahr 22 haben wir Mikrohammerschlag, wirst du gleich sehen. Okay. So von der Seite fast noch ein bisschen nüchtern, bieder. Ich sag mal, die werden ja in Norland gebaut, aber das ist einer der besten Wohnwagen der Welt, was das Thema Isolierung angeht, Fertigungsqualität. Ich sag mal überhaupt, was du damit machen kannst. Da ist eine alte Warmwasserheizung drin, eine Fußbodenheizung drin. Die Ausstattung ist phänomenal und es ist nicht so viel Schnickschnack. Also es ist alles sehr, sehr zweckmäßig. Ja, es ist alles zweckmäßig. Es ist halt der mit der dicksten Isolierung, die es auf dem Markt gibt. Und natürlich mit der besten Isolierung. Das liegt aber daran, dass die dort 7 Monate Winter haben. Das ist kein Spaß. Norland, das ist nochmal 1000 Kilometer nördlicher von Schweden, praktisch. Ist der nördlichste Punkt fast, oder? Ja, da ist Lappland dahinter, aber es ist an der Grenze zu Lappland. Also es ist schon sehr nördlich. Also Kabel ist nochmal 1000 Kilometer von Kabel von dem Hersteller entfernt. In Richtung Norden. So, Polar. Reingucken, das ist nachher spaßig beim Rausgucken. Ja. Das sind Querfenster, die man einfach hochkant gestellt hat. Ja, genau, damit man, wenn man im Bett liegt, sich den See betrachten kann oder natürlich die Skihütte. So, komm, wir gehen mal gerade drum rum. Das Heck jetzt wieder ganz modern. Ja, ganz modern. Es ist ein bisschen hochgezogen. Es hat so ein Lächeln drin, also es ist ein Mund und da sind dann die beiden Seiten hochgezogen. Es ist sehr viel moderner gestaltet worden, auch der Diffusor dort in Silber unten. Ich finde, es ist schon ein cooler Block, wenn der auf der Autobahn vor dir herfährt. Stimmt, das ist so. Dicken Bären da. Also ich meinte jetzt nicht schlimm, aber es ist eher so von der Seite betrachtet. Sieht halt aus wie die Wohnwagen, die wir kennen. Sie haben aber alles Seitenklappen, alle Klappen nochmal massiv isoliert. Ja. Das werden wir gleich mal sehen. Die sind getestet bis minus 40 Grad. Locker, jeden Tag. Also Jeden Tag. 7 Monate im Jahr. Zeig mal bitte, mach mal auf. Ich hoffe, der ist nicht auf. Ah, toll. Die Polarleute. Aber die Schiebklappe vorne ist offen. Da kann ich ja wenigstens etwas Kann man zeigen. zeigen. Also wie hier steht, 82.590 Euro. Ist ja schon eine Stange Geld für so einen Wagen, aber den kaufst du nur einmal, oder? Ja, wir haben ja eben noch vom teuersten gesprochen. Muss ein bisschen runter mit der Kamera. Ist noch teurer. Der ist noch teurer. 85.489. Das ist nochmal die Ausstattung. Der ist wirklich voll. Das kann man gar nicht anders sagen. Hier vorne sieht man die Isolierung. Das ist jetzt so eine Skiklappe. Zieh die mal raus, mach mal den Fuß raus. Die hört gar nicht mehr auf. Das ist gedacht für Skier, ist das gedacht, Shenandoah. Da drin ist auch gut warm. Da kannst du Kann ich mir vorstellen. Die steht auch von alleine, oder? Ja, meistens für Gummistiefel oder so in unseren Breitengraden. Da siehst du auch die alte Heizung hinten, die Heizkörper. Und da siehst du auch den Bypass mit der Extrapumpe für die Fußbodenheizung. Die ist nämlich auch wasserbeheizt, also kein Elektro. Und da ist die Isolierung. Das heißt, das ganze Auto ist so isoliert, innen drin PU-Schaum und nochmal 44 mm die Seitenwände und 52 der Boden. So. Gasklappe. Da hat sich auch jeder beschwert, wo ist die Duo-Control? Hier ist sie. Wenn man, Ja gut, die kann man ja nachrüsten. ja, Das ist, aber mit Aufpreis ist ja auch alles möglich. so, hier vorne sieht man es auch customized. Wir gehen mal rein.
Und jetzt werden wir direkt mal den Campingfachmann hier befragen. Shenandoah, was ist das für ein Feeling? Wow, ich bin irgendwie sprachlos. Das ist nochmal ganz anders und es ist wunderschön. Ich finde es richtig toll. Es ist ja noch ein Wohnwagen, muss man sagen. Es ist ein Wohnwagen, ja. Aber ein Luxuswohnwagen für 85.000 Euro. Ja, aber Schnäppchen. es ist halt Komfort. Es ist halt der schwedische Luxus, der wird hier richtig so definiert. Wenn du im Winter hier drin sitzt, dann ist direkt alles warm ums Herz. Die Farben, das ist jetzt nicht diese Italien Sand-Meerfarbe, sondern das ist richtig, draußen ist es kalt, es stürmt und du sitzt hier drin, kannst sogar einen Weihnachtsbaum irgendwo aufstellen und es würde nicht auffallen. Skihütte, quasi so Ja, ein bisschen genau. Skihüttenflair, wo du da bist. Du kannst das hier umbauen. Ist es Leder echt? Ja, ne? Ja, das ist Echtes Leder. Es riecht auch richtig nach Leder. Richtig bequem. Genau, du darfst dich da mal in die Ecke reinknallen. Das wir mal sehen. Größten Vergnügen. Mit der größten Vergnügen. Ja, und wir können hier auch noch den Abstand einhalten, ne? Ja. Das ist 2,50 Meter Breite. Da vorne haben wir den Eingangsbereich, die beheizte Garderobe. Die ist ja wichtig, um unsere nassen Jacken und sowas alles wegzupacken. Ist auch beheizt. Oben sieht es auch noch die Klimaanlage. Die kann natürlich mit der ALDE-Bedienung ist sie kombiniert. Das heißt, ich kann 20 Grad einstellen. Wenn es kälter wird, heizt er. Wenn es wärmer wird, geht die Klimaanlage an. So, oben, das Dach ist natürlich auch mega isoliert. Alle Fenster, also das Ding ist wirklich gedacht für tiefste Schneeverhältnisse, aber du sagst ja auch, das ist auch im Sommer gut. Natürlich, wie wir schon erwähnt haben, was gut im, wie sagst du das nochmal, was gut im Winter ist? Warte, ich moderiere das mal an. Ja, genau. Denn was gut im Sommer ist, das ist doch ganz hervorragend im Winter. Oder umgekehrt. Oder ne? umgekehrt, ja. Stimmt. Was hast du gesagt? Ich versuche das zu wiederholen. Ach so, nachzusprechen, da müssen wir noch mal lernen. Kannst du sagen. Okay. Bonn. Ja, Die Bundesregierung hat beschlossen, dass jeder Deutsche einen Polarwohnwagen erhält Oh, das wäre auch groß. und im Gegenzug seine Wohnung abgeben muss. Aber jetzt guck mal gerade hier vorne, es gibt Leute, die wohnen hier drin, oder? So als Wochenendhaus und so. natürlich. Es gibt Leute, die arbeiten drin, wohnen drin, die suchen irgendwo auf dem Stellplatz einen Ort, wo die auch Homeoffice machen können. Das kannst du hier, ja. Das kannst du auf einer ganz luxuriösen Art und Weise und bist für dich, du bist nicht im Hotel, du gehst raus und kannst mit den anderen duschen gehen zum Beispiel. So, das Schöne ist, da ist jetzt eine Alte drin mit warmen Wasserheizung und sie kann bis zu 3 kW Elektro haben. Oft, nee, ist es kein Elektromotor? Elektro 3, genau, und 5,5 kW Gas und das ist, ergibt dann zusammen 8,5 kW. Genau, man kann also Elektro, denn ich habe von dir erfahren in Norrland, also da, wo die stehen in Schweden und so weiter, aber auch in Finnland, da siehst du die überall, da ist standardmäßig auf dem Campingplatz auch ein starker Elektroanschluss, die benutzen das dann und du kannst aber auch mit der Truma, da ist ja eine Wärmepumpe mit drin, mit der kann man auch heizen, das geht also auch, ja. Auch alles über ALDE bedienbar, über das ALDE Bedienpanel ist die auch mit angeschlossen. So, die Shenandoah hat mal... Das ist Induktionsherd. Warte, Auch jetzt, wunderbar. warte doch mal, ich bin doch gerade den Schrank am Filmen. Entschuldige. Ach, die Verkäufer hier. Ja. Das ist der Induktionsherd. Ich will da erstmal hier, Ja, gar nicht. hier so diese Platte einfach mal zeigen in schwarz. Wie fühlt sich die an? Sehr. Warte mal. Ja, mach die Augen wieder zu. Sehr, sehr was? Ja, Aber jetzt kommen wir haben wir keine Zeit. ist ja gut. Ich überlege gerade. Aber es ist. Also hier ist so wie geriffelt und trotzdem angenehm, aber weich. So. Ich weiß nicht. Gut, ich Alles lasse auf es ich lass es mal so stehen. Jetzt hier vorne, das ist ja mal ein Spülfeld, was wir haben. Dann Brettchen, können wir auch drehen. Kannst du als Frühstücksbrettchen verwenden. Ich benutze das immer hinten, ich mache das aufs Bett drauf, stelle da eine Cola-Dose drauf, dass sie nicht umkippt oder so irgendwas. Dann alle Schränke nochmal einzeln verriegelt. Da vorne ist so eine Arbeitsplattenarbeitung, kannst du rausziehen oben drüber? klar, Mach mal. Nee, stopp hier, das Brettchen, genau. Da. Ist, Wow. So. Und das Spiel komplett ist, ne? War echt Zeit. Jetzt ist das Spiel komplett. 2 Arbeitsplattenerweiterungen. schön. Genau, schieb noch mal rein bitte. Da musst du kräftig schieben. Kräftig schieben. So, dann viele Schubladen. Die Qualität der Holzverarbeitung makellos. 1A.
Ja, ich möchte auch noch dazu sagen, das Fahrzeug wird ja nicht so gebaut wie herkömmliche Wohnwagen, dass erst die Möbelbauer kommen und erst die Möbel einbauen und danach das drumherum kommt, also Fließbandarbeit. Nein, Polar baut erst den Wohnwagen und jetzt kommt ein einziger Schreiner hier rein und der zimmert alleine den Möbelbau rein. Okay. Manufaktur. Punkt. Okay, das bedeutet, der Wohnwagen würde auch alleine stehen ohne Möbel. Der wäre auch tragfähig. Der ist Die absolut Möbel tragfähig. sind nicht zur Stabilität sind unbedingt notwendig. Und können jederzeit entfernt werden, weil es reingekommen ist, kann auch wieder raus. Stark. So, das heißt also echte Manufaktur. Hier hast du ein Induktionskochfeld plus Gas. Das ist, glaube ich, auch toll. Das heißt, das verbraucht ja relativ viel Strom, je nachdem, welches Autarkie-Paket du hast oder wie du stehst und so weiter. Und dann hast du beides. Hier hast du beides, kannst du wählen und kannst du dann selbst aussuchen. Ja, Backofen, die üblich bei Polar, die Dometic Mikrowelle ohne Teller, damit sie nicht durch die Gegend fliegt. Sonst hat man ja eine fliegende Untertasse. Und der Tedford Tower, diesmal in der Single-Anschlagsversion. Endlich, weil ich mache meinen Kühlschrank immer nur zur gleichen Seite auf. Ich gehe sogar drumherum und mache ihn auf, obwohl ich es von beiden Seiten aufmachen könnte. Also hier bei Polar ist das überhaupt gar kein Thema. Wir stehen zu dritt in der Küche. Und ich glaube, hier braucht keiner beiseite zu gehen. Wenn ihr euch mal gerade nebeneinander stellt, dann zeige ich es mal gerade. Also bei 2,50 Meter Aufbaubreite hast du wirklich viel Platz und das kennt man so ein Wohnmobil gar nicht. Also dass du tanzen kannst. Du kannst dich drehen, ihr könnt euch beide zeitgleich drehen. Ja, wir können uns hier auch zusammen bekochen. Also ich kann hier hast du was und dann kann man das mal so ein bisschen so pantomimisch zeigen, wie man hier eigentlich rumlaufen kann, ohne dem anderen irgendwie zu nahe zu kommen. Okay, cool. Das heißt, ich kann auch jederzeit in den Kühlschrank, bitteschön. Und Tag 8 der Messe. Ja, jetzt werden wir schon alle bekloppt. Ne? Ich bin auch schon seit letzter Woche Mittwoch hier. Großer Kleiderschrank, mach mal auf. Ja, ein Kleiderschrank. Ah, das ist der Trockenschrank, ja? Ja, das ist ein Trockenschrank natürlich auch mit der Heizung dahinter, mit der Batterie unten und dahinter siehst du. Der hat jetzt einen Mover drin? Der hier eigentlich Der hat einen Mover. Nee, der hat jetzt keinen Mover, stimmt, der hat keinen Mover. Ist aber so in Skandinavien ganz viel DVB-T. Das heißt, die Leute haben Digitalfernsehen per Antenne. Ja, ist ja auch alles serienmäßig bei dem Fahrzeug. Radio und auch DVB-T. Großes Mittelbett, quer. Bei 2,50 Breite geht das und. Ich mach den ein bisschen kleiner. Ja. Nee, kleiner heißt. Ein bisschen weniger Platz. Warte mal, ich komme mal hier auf die Seite. Mehr Platz. Genau, leg dich mal hin. Das heißt, du kannst Ich kann den tagsüber ganz hochfahren. Da kann man dann den Ausblick genießen. Und man hat hier die Möglichkeit, hier richtig durchzulaufen. Bei dem Queensbett hier, bei dieser Art, ist das elektrische Bett immer serienmäßig. Und jetzt hat man natürlich hier auch Platz ohne Ende. Wie man hier deutlich sehen kann, das ist ja beim Queensbett sehr selten. Und das kann man natürlich auch alles wieder herunterfahren. Ja, jetzt geht das nicht, Vorführeffekt, ne? Doch, geht. Geht alles, ja. Pass auf, Alles sobald die in die Waagerechte kommt, die pennt mir weg, ja. Die dreht dort nichts mehr. Wie spät haben wir es jetzt? 16 Uhr? Ne? 16 Uhr. 16 War Uhr. schon wieder ein harter Tag. Wir haben noch 2 Tage. Heute Morgen haben wir Action Mobil gefilmt in 90 Minuten. 90? 90 Minuten haben wir gebraucht. Okay. Das ist cool. Aber hier in so einem, wie war nochmal der Name von dem hier? Das ist der. Automobil. Nein, hier der Dings. Polar Express. Ist Customized, heißt Polar. Customized, wir sind ja hier im Customized. Wir sind ja hier im Customized. So, und das ist der Eindruck, wenn man jetzt hier ist. Also interessant ist auch, du hast einen richtigen Raum. Du kannst ihn zuziehen nach vorne. Das heißt, du kannst dich komplett mal vereinzeln. Mach mal bitte, dass du mal so zuziehst. So, und jetzt. Jetzt lasse ich euch alleine. Nein, mach das nicht. Die fängt direkt wieder an zu lachen. Ach so. Das ist, Nein, ich versuche. Licht hast du, das heißt, du hast Leselampen mehrere. Lautsprecher, Leselampen, die Lautsprecher probieren wir ja nicht aus. Ist eigentlich unter dem Bett, kann man da noch was machen? Komm, wir schmeißen mal die Shenandoah runter. Wenn ich jetzt wieder hochfahre, unten haben wir so kleine Staufächer, man kann die auch hoch und runter klappen. Also man hat da schon die Möglichkeiten. Ja, jetzt. Da oben sind Staufächer, wie man sieht. Ein Heki noch drüber. Komm, wir machen hier mal auf, dass wir noch mal reingucken. Hier ist übrigens die Fernsehvorbereitung. Das heißt, der käme wahrscheinlich hier an die Wand ran. Oder Und dann hier vorne oder so.
Dann kannst du ihn auskippen, je nachdem, was du für einen Auszug hast, für einen Fernseher. Überall, wir haben eine Warmwasserheizung hier mit drin. Das ist also auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Die ist hier drin und die alte Heizung, wer sie kennt, sie ist sehr leistungsstark und du hörst sie gar nicht. Also es ist nicht so ein Luftgebläse oder irgendwas, sondern warmes Wasser wie zu Hause. Ja, zeig mal bitte, was da drunter ist, bitte. Ich zeige. Und das Rock. Hier hat man so Klappen an der Seite, damit man direkt rankommt. Jetzt gucke ich gerade, wo der jetzt tun das ja immer so schön verriegeln. Irgendwo hapert der. Das wusste ich doch, dass wir irgendwas nicht entwickelt haben. Irgendwo haben wir mal so eine Sicherung. Aber hier kannst du auch reingucken. Achso, da kommst du von außen ran. Ne? Du warst auf der Schulung eigentlich? Auf der Schulung, ja, es sind aber so viele. Und, also gut, komm, ich sag's mal. Also Riesenschau müsst ihr euch jetzt vorstellen, wenn der Janosch den Regler gefunden hätte. Den Regler, genau. Der ist irgendwo dort nochmal abgeriegelt. Man geht ja hier von außen ran. Da konnten wir ja auch nicht ran. Weil kann das sein, dass es erst aufgeht, wenn das Ding ganz unten ist? Kann sein, muss nicht sein, weil der hat dahinter noch genug Platz. Okay. Ja, okay. Wir lassen es mal so stehen. Links und rechts hast du jeweils Schränkchen. Kann man aufmachen. Guck mal auf hier. So, da hast du auch nochmal Stauraum. Und ja, das Heckbad, das bietet natürlich viel Platz. Geh mal rein bitte, Janosch. Ja. Also bei mir geht's. 2,30 Meter Höhe, du bist 1,80. 1,95, ja. 1,95, aber das sind gute, ich denke mal 2,5 Meter Stehhöhe haben wir hier drin. Ja, ungefähr. Nee, es sind rund 2 Meter. 2 Meter. Aber mit meinen 1,68 sieht das natürlich so ein bisschen schon gut. Also ziemlich edel. Leute stehen jetzt hier und da ist halt das Thema Skiurlaub, ist ja da in den Norden ganz stark. Viele fahren dann auf Campingplätzen, machen Skiurlaub dort, oder? Ja, klar. Also es gibt ja viele Campingplätze, es gibt ja immer mehr in Wintersportgebieten, wo man dann direkt mit den Skiern auf die Skipiste fährt und danach möchte man es auch mollig warm haben und eventuell auch ein bisschen duschen. City-Wasseranschluss hat er, oder ist das schwierig im Winter? So bei minus 20 Grad? Super schwierig im Winter, ist auch nicht zu empfehlen. Ja, und dann hat man halt die 60 Liter Wasser. Im Wohnwagen duschen ist halt was anderes wie im Wohnwagen, im Wohnmobil. Ja, das ist ein kleiner Ventilator noch, damit ich hier keine Feuchtigkeit drin bekomme. Meistens haben die Campingplätze, die haben aber Saunas, also das haben die überall und haben dann noch Waschplätze und so weiter. Gott, sie nickt. Zustimmt. Das Bad ist okay? Ja. Ist halt anders, ist so richtig schön gemütlich, so wie ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ist alles drin? Und ist alles drin. Warte mal, ich gehe mal gerade zum Janosch in die Dusche rein. Meine Fresse, wir könnten ja auch zu zweit duschen. Wow! Und ich kann aber auch auf Toilette sitzen. Super. Ich könnte dich ja einseifen, Janosch. Ja, dann dazu müsstest du dich jetzt erstmal umdrehen. Warte mal, ich drehe dich mal um. Aber es ist echt viel Platz in der Dusche. Das heißt, hier könnte auch ein Kleinkind, die Mama zusammen duschen, das ist kein Problem. Das geht. Ich muss immer noch gucken, dass wir die Kurve kriegen, ja, in der Moderation. Hinten hast du einen beheizten Handtuchhalter, das ist so. Und dann noch Waschgelegenheit. Genau. Ich finde es riesig hier drin. Und diesen Raum, hier kriegst du auch die Cinderella Verbrennungstoilette als Gegenaufpreis. Oh, Cinderella okay, dass du also nichts wegbringen musst. Ja, genau, dann hast du ja nur noch alle, was weiß ich, einmal die Woche den Aschenbecher leeren und gut ist. Ich glaube, der hält noch länger. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die wirklich im Betrieb 4 Wochen unterwegs waren. Die haben ja gesehen, was drin war. Weißt du noch, in dem Gläschen. Das ist das, drin, ne? Nix. Ich werde das nie vergessen. Das war so cool mit der Cinderella-Toilette. Also, ja, die Cinderella ist schon klasse. Und hier gibt es das halt auch werkseitig als Option. Also Polar ist einer derjenigen, der die auch werkseitig anbietet. Also keine nachträglichen. Die gibt es auch mit 230 Volt. Ja, klar. Die gibt es Elektro oder mit Gas. Wobei der Gasverbrauch auch nicht so hoch ist, wie ich von meinen Kunden gehört habe, die eine Cinderella haben. Pro Tag eine 11 Kilo Flasche. Nee, meintet gar nicht so viel. Da muss es schon öfter gehen. So, ich zeig mal, nee, ist wirklich nicht viel. So, und hier Dunstabzugshaube. Ist Serie hier in dem Auto? Natürlich in allen Polar-Wohnwagen, ab der Basis. Und die ist wirklich Abzug, das ist keine Umluft. Okay, der Kühlschrank haben wir gezeigt. Also Vollausstattung hier wirklich. Jetzt muss man das relativieren. Das ist schon High-End, was wir hier sehen. Ist das jetzt der längste eigentlich, den es gibt? Nein, der 780 ist der längste und der hat dann auch der hat auch einen Doppelachse, aber
Es gibt den noch einen Ticken länger, ja. So ist das. So, um nochmal einen Fernseher. Viele Schränke, die noch dabei sind. Bitte einen mal öffnen. Fernseher? So, ja. Die Seite entriegeln. Wie zu Hause. Ja, Dahinter bedienen. die Garderobe beheizt. Und jetzt kommt der Clou. Sag mir mal, was du jetzt hörst. Das war ein Mixer. Nein, das war der Staubsauger. Der Staubsauger. Du hast einen Zentralstaubsauger hier Ja, drin. genau, ein Zentralstaubsauger, der ist auch im Customized serienmäßig dabei. So, jetzt darfst du mal anmachen. Jetzt darf ich ihn nochmal anmachen. Der ist von Truma, oder was ist das? Nee, er ist von Tedford. Von Tedford, okay. Da ist er. So, zentraler Staubsauger ist auch mit drin. Von der Ecke von Nein, da sind. Nein, gibt's Rohre. der saugt doch nicht. Du machst an und dann ist durchgesaugt. Und das Kleinkind wird auch noch angesaugt, ja. Das ist so der. Man lässt einfach laufen. Irgendwann ist der Staub weg. Sven. Ja. Nein, da ist ein Rohr. Da ist ein Rohr, da schließt du an. Und ich schicke dich gleich nach Hause, ja. Ich kann mit dir nicht mehr filmen. Ja, Es ist irgendwie Tagnummer. Es ist echt hart, ja, wenn du hier 70 Filme gemacht hast und du bist so, du hast einen lustigen Typen wie dich da. Und Dann 1000 Schubladen geöffnet. kommst du gar nicht mehr dazu, irgendwie da seriös zu moderieren. Ja. Aber die Leute sind echt geflasht, wenn der Königswinter kommen und gucken Polar, oder? Natürlich. Polar ist halt ein High-End-Qualität. Ne? Das ist einfach so, da gibt es nichts zu meckern. Die Leute hier auch auf der Messe, mein super positiver Eindruck. Also entweder er gefällt oder die Leute finden ihn scheußlich. Also Jetzt wirklich jetzt das erste Mal auf der Messe, dass ihr seid, oder? ja, genau. Wir sind diesmal das erste Mal auf der Messe und die diesen Stil mögen, die lieben es. Und die anderen, die sagen sich, ich möchte ein steriles weißes Fahrzeug haben. Vielleicht wollen sie auch ein Auto haben für 50.000 und nicht für 85.000. Das ist ja auch eine Frage, es kostet ja auch ein bisschen mehr. Aber es ist alles wirklich handgefertigt hier, oder? Ja, genau. Manufaktur. Natürlich. Also alles handgefertigt. Also eine Person baut diesen Wohnwagen in Eigenregie auf. Das sind die alte, aber die müsst ihr gar nicht haben, weil ich habe gelernt, dass die Bedienfelder nämlich hier gespiegelt sind auf dem Teil. Das heißt, du kannst alles von vorne bedienen, gell? Ja, dort hast du minimale Bedienmöglichkeiten auf diesem Panel. Was die Alte betrifft, du kannst Temperatur einstellen und an- und ausschalten. Aber wenn es in die Tiefe geht, also wenn du jetzt die Alte umstellen möchtest, dass das Wasser antibakteriell sein Heiß soll ist. oder sowas heiß ist oder andere Funktionen, Nachtabsenkung und was es da noch alles für Spielereien gibt bei der Alte, da ist ja, jeder nutzt sie ja nur zu 5%. Die kann doch deutlich mehr. Und dementsprechend braucht man noch das Panel dazu. Das tut man nicht spiegeln. Alte Flow ist ja möglich, optional hier in dem Fall. Alte Flow? Flow, das ist ein Zusatzerhitzer, ein Boiler, dass du durchgehend duschen kannst, bis der Tank leer ist. Wird hier nicht genommen, weil die Wassertanks sind hier ein bisschen gering. Beim Wohnmobilbereich. Die Leute ja. nehmen sich in Acht mit dem Duschen. Man duscht damit etwas weniger Wasser. Du hast ja 8 Liter hier im Boiler drin. Wenn du die dann richtig mischst, hast du 16 Liter. Du hast 40 Liter Frischwassertank. Passt. Passt, es wird nicht mehr geduscht. Sehr schön. Hast gehört, die in Schweden duschen weniger. Ein bisschen. Es wird nicht mehr geduscht, ja. Genau. Genau. Komm, wir gehen schnell raus. 80. Also, wer Lust hat, wir haben die letzten Videos ja gezeigt. Also absolute High-End-Qualität, diesmal in der Version Customized. Auch wenn wir noch so lustig waren, das ist State of the Art. Also was das Thema Klimatisierung angeht, Verordnungsqualität und kommt Made in Sweden, korrekt? Genau, und den kann man sich demnächst bei unserem Händler in Hamburg, also in Norddeutschland anschauen. Aber Da steht er. genau, da steht er und der wird als nächstes den nächsten Film mit dir machen. Ist auch ein ganz lustiger. Gott. Janosch, du bist in Königswinter. Genau, das ist bei Bonn. Müller EK heißt der Laden. Genau, direkt. Ich werde euch irgendwann nochmal besuchen kommen. Es war echt lustig, mit dir zu filmen. Ganz besonders cool ist die Light Bee, die er hier hat. Guck mal hier vorne. Dieses Moped hier hat ein paar 100.000 Aufrufe gehabt, weil du damit, glaube ich, ein Wheelie gemacht hast oder irgendwas hast du Ich gemacht. saß im Damensattel und das gefiel den Leuten auch gut. Den Leuten. Das ist ein Kleinkraftrad, gell? 45 Genau. km/h. Ja, genau. Und damit komme ich ja jeden Morgen hier vom P1. Ich wohne ja auch auf dem Parkplatz mit den Wohnmobilen. Und dann komme ich halt hier reingedüst und dann kann ich direkt vor Ort fahren. Da muss ich nicht so viel laufen. Cool. So, du darfst dich da mal draufsetzen. Muss das sein? Das wird ja bezahlt. Sie wird, nee, nein, Gott, sie kann auch ablehnen. Sie kann sagen, nee, mache ich nicht. Weil, jetzt sitzt du drauf. Du hast aber keinen Moped-Führerschein, oder? Nein.
Du hast einen Autoführerschein? Ja. Ja, dann darfst du das Ding fahren. Genau. Ja, ich darf es fahren, aber ich weiß nicht. So, tschüss Shenandoah. Das sind übrigens die ganzen Grundrisse 2022. Das ist, so wir sind jetzt hier im Wir waren im 680. 680. Komm, lass mal Und gucken. zwar mit dem schönen Bett, was da. Hier, Der da. Das ist der das war Grundriss. unserer. So, und das sind die anderen Grundrisse. Also, schau mal auf die Webseite Polar, Made in Norland. Ganz tolle Firma. Haben wir viele Videos gehabt. Viel Spaß schon gehabt in Königswinter bei den Drehs bei dir. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.